Hallo Internet. Heutzutage sind die Schuldigen für die Ungerechtigkeit, Diskriminierung und den Klimawandel schnell ausgemacht. Es sind die alten weißen Männer, die alles verbockt haben. Doch unter diesen alten weißen Männern hat es immer auch welche gegeben, die schon vor 100 Jahren vor Fehlentwicklungen gewarnt haben. Das Problem war nur, dass niemand auf sie gehört hat. Die Vertreter wirtschaftspolitischer Machtinteressen haben es immer wieder verstanden, solche Bedenkenträger als Nestbeschmutzer und Spielverderber hinzustellen, die den Fortschritt aufhalten. Die Situation ist heute nicht viel anders. Die MINT-Fächer dominieren die Universitäten und die Organisation der Gesellschaft ist auf eine profitable Effizienz ausgerichtet. Das System muss funktionieren, das hat oberste Priorität. Die Arbeitsteilung funktioniert nur, wenn alle ohne großen Unmut ihren Verpflichtungen nachkommen. Die alten weißen Männer haben dafür gesorgt, dass das System funktioniert. Zu den bereits vorhandenen Irrtümern und Fehleinschätzungen wäre nun die nächste die, nicht wirklich zu begreifen, welche Prinzipien es waren, die zum Versagen der alten weißen Männer geführt haben. Denn nur so können die Gutwilligen aus den Fehlern der Vergangenheit etwas lernen und es besser machen. Die menschlichen Schwächen sind nach wie vor dieselben und wenn sie nicht überhand nehmen sollen, braucht es Regeln und Normen mit einer Legitimation, die nicht nur auf dem Papier steht und aus einem schönen Schein gemacht ist. Die Geschichte der Aufklärung, auch Moderne genannt, die den Niedergang von Königtum und Kirche ausgelöst hat, ist sehr eng mit der Geschichte der alten weißen Männer verbunden. Es ist die Geschichte des westlichen Rationalismus. Gegen diese Geschichte sind in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die französischen Postmodernen auf den Plan getreten. Auf dem geistigen Nährboden ihrer Theorien ist die sogenannte Diversität zu dem Thema geworden, das heute in aller Munde ist. Mit all dem Unsinn, den die angebliche Gleichberechtigung aller möglichen Rationalitäten mit sich gebracht hat. So, das war die Einleitung. Ich komme zur Sache. Die Postmoderne. Nichts ist in den letzten 50 Jahren unter Intellektuellen so kontrovers diskutiert worden wie diese Zeitepoche. Mit viel Aufregung war im Nachgang der 68er-Bewegung von einer längst fälligen großen Abrechnung die Rede und auch der obligatorische Untergang des Abendlandes durfte nicht fehlen. Neben der Aufregung hat es für die Meinungsmacher aber auch einige triftige Gründe gegeben, sich mit der French Theory, wie die Amerikaner die Postmoderne nennen, sich eingehender zu beschäftigen. Die westliche Rationalität überhaupt war in Gefahr geraten und damit wollten sich hauptsächlich die politisch linksorientierten Intellektuellen, die bisher das Monopol in Sachen Kritik für sich beansprucht haben, so gar nicht abfinden. Das rechte Lager und die Faschisten waren vom Irrationalismus der Postmoderne eher angetan. Denn die Leugnung einer objektiven Logik war in faschistischen Kreisen immer schon ein willkommener Grund, um Machtinteressen rücksichtslos durchzusetzen. Für meine Untersuchung ist die Bezeichnung Postmoderne weniger von Bedeutung und auch die Frage, ob die Postmoderne lediglich eine Weiterentwicklung der Moderne
und damit immer noch moderne ist. Mir geht es in erster Linie um den Einfluss, den die Denker wie Lyotard, Derrida, Foucault, Bourdieu oder auch Baudrillard ohne Zweifel auf das philosophische Denken der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ausgeübt haben. Abgesehen davon, dass eine Einteilung in geschichtliche Perioden immer problematisch ist, sind sich die Zeitdiagnostiker weitgehend einig, dass das, was man unter Postmoderne versteht, davon abhängt, was überhaupt unter Moderne verstanden wird. Je nachdem, welches Kriterium man zugrunde legt, beginnt eine neue Zeitrechnung bereits mit dem Christentum, weil vor 2000 Jahren eine Veränderung der allgemeinen Ansichten, eine besondere Wertschätzung des einzelnen Menschen als Subjekt begonnen hat. Nimmt man die Entwicklung eines kritischen Denkens gegenüber einem unbegründeten Glauben zum Maßstab, dann könnte man schon Platon und Aristoteles unter die Modernen einreihen, weil bei ihnen der Verstand mehr zu sagen hatte als der Mythos und die Göttersagen. Die griechischen Skeptiker und Sophisten wären dann so etwas wie Postmoderne, weil sie die Möglichkeit des objektiven Wissens in Frage gestellt haben. Nicht selten wird auch der Nominalismus zum Beginn einer neuen Ära gemacht, denn im Mittelalter war die Philosophie von der scholastischen Theologie in Beschlag genommen und mit der Behauptung, dass den Allgemeinbegriffen nichts in der Realität entspricht, war es möglich gewesen, sich aus den Fängen einer abstrakten Logik zu befreien. Im Schulunterricht beginnt die Moderne in der Regel mit der Aufklärung im 18. Jahrhundert und den französischen Enzyklopädisten, die die Frechheit besessen haben, den Artikel über Gott einfach alphabetisch zwischen den anderen Artikeln mit dem Anfangsbuchstaben G einzureihen. Ein anderer großer Name dieser Aufklärung ist Immanuel Kant, der mit seiner Kritik der reinen Vernunft wie kein anderer zu seiner Zeit die Möglichkeiten eines reinen Denkens unter die Lupe genommen hat und nun jedem einzelnen Menschen ein eigenes Denken in Aussicht stellt. Wird modern mit rationalistisch gleichgesetzt, ist vielen Intellektuellen der Einfluss von René Descartes auf das künftige Denken ein neuer Anfang, weil er noch 100 Jahre vor Kant den Zweifel an den üblichen Wahrheiten auf die Spitze getrieben hat. Descartes wollte nur noch eine Wahrheit als sicher gelten lassen, dass jemand, der denkt, auch existieren muss. Man hat die Moderne aber auch schon mit der Renaissance oder mit der Reformation, mit Kopernikus, Galilei oder Newton als den Meilenstein einer neuen Epoche anbrechen lassen. Je nachdem, ob man das Individuum, den Glauben oder die Naturwissenschaften als das Wichtigste für den Fortschritt der Menschheit betrachtet hat. Die meisten Menschen verbinden mit dem Begriff Aufklärung hauptsächlich den Umstand, dass Kirche und Königtum seit dem 19. Jahrhundert immer weniger Einfluss auf das gesellschaftliche Geschehen haben. Die Idee der Modernität aber ist heutzutage in der Regel mit dem technischen Fortschritt verknüpft, der Mitte des 19. Jahrhunderts massiv einsetzt und bis auf den heutigen Tag immer größere Ausmaße annimmt. Recht wurde nun nicht mehr im Namen Gottes oder eines Königs, sondern aus den Gesetzen der Natur und dem Wesen des Menschen abgeleitet und nun im Namen des Volkes gesprochen.
Die Wissenschaft war an die Stelle der Religion getreten. Sie sollte Gerechtigkeit, Freiheit und Wohlstand bringen. Mit einem weltlichen Gesetzesbegriff auf natürlicher Basis sollte die aufgebrochene Orientierungslücke, die König und Kirche nicht mehr schließen, überwunden werden. Kant hatte die menschliche Vernunft zum obersten Gerichtshof erklärt. Dieses europäische Denken der Vernunft hat schließlich zur internationalen Vorherrschaft des westlichen Rationalismus geführt, dessen Logik als allgemein verpflichtend und normierend betrachtet worden ist. Demgegenüber war alles andere primitiv und überholt. Die Kritik der Postmodernen besteht nun in der Ablehnung dieser Rationalität als Universalregel für das menschliche Denken. Eine solche Kritik hat es vereinzelt immer schon gegeben, aber noch nie zuvor war sie in einem derart radikalen Umfang formuliert worden. Die klassische Logik des Aristoteles hatte zwar im Laufe der Jahrhunderte die eine oder andere Korrektur erfahren, funktionierte aber auch im 20. Jahrhundert immer noch nach demselben Prinzip, nämlich der Abstraktion von Einzelheiten, die für die Behauptung eines allgemeinen Gesetzes irrelevant sind. Auch ein Kant hat in der Anwendung abstrakter Kategorien noch kein Problem gesehen. Die Verallgemeinerung war sogar eine Notwendigkeit, wenn man zu Erkenntnissen gelangen wollte, die nicht nur für den Einzelfall gelten. Dazu war es erforderlich, dass das Individuum als Teil einer Allgemeinheit betrachtet wird. Zwar als der kleinste Teil, aber eben doch als etwas im Prinzip Allgemeines. Gegen dieses Grundprinzip der Subsumption des Einzelnen unter das Allgemeine verkündeten nun die Postmodernen um Lyotard und Derrida, dass diese Art der Repräsentation von Realität durch Sprache problematisch ist und kündigten den bisher geltenden Vertrag zwischen Wort und Sache, das heißt zwischen der besonderen Existenz und der sprachlichen Allgemeinheit. Von nun an sollte die Inkommensurabilität, das heißt die logische Unvergleichbarkeit zwischen Individuum und Allgemeinheit gelten. Die These der Inkommensurabilität war insbesondere auch ein Affront gegen die Dialektik und damit gegen alle marxistischen Theorien, in denen das logische Problem der Verknüpfung von Wort und Sache mittels einer dialektischen Synthese der Gegensätze aus der Welt geschafft wurde. Mit der intellektuellen Meinungshoheit der wissenschaftsorientierten, etablierten Linken war es vorbei. Denn mit der postmodernen Ablehnung einer einheitlichen Vernunft war auch eine Kritik an allem, was nicht dieser Vernunft entspricht, nämlich der Ideologievorwurf und das falsche Bewusstsein, hinfällig geworden. Für die Wahrheit, die heilige Kuh der Moderne, aber auch der Linken, hatte man nichts als die abfälligen Worte eines Melanchthon aus dem 16. Jahrhundert übrig, die auch bei Nietzsche in seiner fröhlichen Wissenschaft zu finden sind. Ein altes Weib, das nach Griechenland riecht. Die politische Linke hatte dem Angriff der Postmodernen nicht wirklich etwas entgegenzusetzen, denn sie war nicht weniger als alle anderen Modernen dem Vorwurf eines autoritären Dogmatismus ausgesetzt, der sich als Vernunft und Logik tarnt. Deshalb war die Parole von der neuen Unübersichtlichkeit eine willkommene Ausrede,
um sich ohne allzu offensichtlichen Gesichtsverlust aus der Affäre zu ziehen. Die Abteilung Kann nit verstaan meldete sich auch in der Taz zu Wort und kürte die Postmoderne zur Epoche, die am wenigsten verstanden wird. Es war die dunkle Sprache der Franzosen, die ein Studium der Postmoderne zu aufwendig macht, um sich einen Überblick zu verschaffen. Als Nichtversteher hat sich auch Noam Chomsky geoutet, ein Mann, der mir früher wegen seiner Medienkritik durchaus Respekt abgenötigt hat. Seine Universalgrammatik ist aber ein ausgemachter Blödsinn, an dem die postmodernen Franzosen vermutlich kein gutes Haar lassen. Ich vermute, das ist auch der Grund, warum Chomsky nicht verstehen will, denn er würde bei einer sachlichen Auseinandersetzung nicht gut abschneiden. Aber vielleicht fällt Chomsky bei Lyotard und Co. auch unter eine Rationalitätenamnesie, wo sowieso jeder verzapfen kann, was er will. Chomskys Beispiel ist exemplarisch für die Ablehnung postmoderner Gedanken unter den etablierten Linken. Es gibt 3 kurze Videos auf YouTube, die für sich selbst sprechen. In der Beschreibung verlinkt. Video 1, Zitat Chomsky: Der Effekt, den dieses Phänomen, das heißt die Postmoderne, als Ganzes hat, ist ziemlich klar. Es erlaubt diesen Leuten die Einnahme eines sehr radikalen Standpunkts, der jedoch komplett abgetrennt ist von dem, was sonst in der Welt passiert. Dafür gibt es viele Gründe. Einer davon ist, dass niemand im Grunde ein Wort versteht, was da gesagt wird. Vergleichbar mit einer Privatsprache. Und Chomsky weiter: Die Postmoderne erfüllt die Funktion der Macht, als Instrument zu dienen. Video 2: Viele von den postmodernen Arbeiten verstehe ich gar nicht. Das alles kommt mir wie eine spitzfindige Geistesübung vor, die diese Intellektuellen auf obskure Art unter sich abhalten. Die Ansichten, die einige Postmoderne über Wissenschaft haben, ist nur noch peinlich. Außerdem gibt es eine Tendenz unter Intellektuellen, den Anschein einer komplizierten Materie zu erwecken. Das ist eine Art Selbstschutz. Man muss aber die Dinge so sagen, dass sie die Leute verstehen können. Video 3: Wenn Intellektuelle in Pariser Cafés oder in philosophischen Seminaren irgendeinen Unsinn von sich geben, spielt das in den reichen Ländern keine so große Rolle. Aber in der dritten Welt hat das Fehlen von seriösen Intellektuellen verheerende Auswirkungen. Und Chomsky weiter: Nachdem prestigebedächtige französische Intellektuelle als ehemalige Maoisten und Stalinisten den Gulag für sich entdeckt haben, musste etwas Neues her, um die Schlagzeilen zu füllen. Und geboren war der Poststrukturalismus. Nun muss man, was zum Beispiel Bruno Latour angeht, Chomsky durchaus beipflichten, denn sein Parlament der Dinge ist tatsächlich Unsinn. Und auch Derrida und Lyotard haben ihre Ungereimtheiten, aber die Sprach- und Machtkritik der Franzosen rundweg als unverständlich zu ignorieren, zeigt nur, dass sich Chomsky anscheinend populistischer Methoden bedienen muss, weil er sachlich nichts zu bieten hat.
Eine solche Ignoranz ist tatsächlich noch schlimmer als die dümmlichen Mäkeleien, mit denen am Skeptizismus und Relativismus ein Selbstwiderspruch kritisiert wird. Das Argument lautet da, Skeptiker und Relativisten müssten am Ende auch ihren eigenen Skeptizismus, Relativismus bezweifeln bzw. relativieren, was ihre Ansichten dann wertlos macht. Nicht. Selbst Leute wie Habermas entblöden sich nicht mit dieser billigen Finte, eine respektable Haltung zu diskreditieren. Derartig hohle Vorwürfe sind ein häufiger Grund, um das postmoderne Denken nicht ernst nehmen zu müssen. Ich will an dieser Stelle das Thema Selbstreferenz nicht überstrapazieren, aber es zeigt einfach sehr gut, wie perfide sich logisches Denken anwenden lässt.